Greetings und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ich habe euch ja vor einiger Zeit ein Video über den M7 gemacht, wo ich euch den M7 vorgestellt habe, den neuesten Dynavap der M-Serie von 2024. Das findet ihr hier oben rechts in der Ecke. Heute möchte ich aber ein bisschen darüber reden, was eigentlich der grobe Unterschied vom M7 zum M7 XL ist, der, wie man natürlich sieht, ein etwas längerer Dynavap ist. Im Großen und Ganzen sind das beides Dynavaps der M7-Generation mit dem Unterschied, dass die XL-Version einen etwas längeren Kondensor und ein Mundstück hat. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Der M7 ist 91 mm lang und wiegt ca. 21 Gramm. Der ist jetzt aktuell für einen Kostenpunkt von ca. 85 Euro zu bekommen. Und der M7 XL, der ist 108 mm lang, wiegt 26 Gramm und den kriegt man für ca. 30 Euro mehr, also für ca. 115 Euro. Früher war das so, dass wenn man sich den M7 XL, als der rausgekommen ist, geholt hat, dann hat man einen M7 bekommen, wo auch ein normaler Kondensor drin ist und man hat zusätzlich den XL-Kondensor bekommen. Wenn man sich jetzt allerdings einen M7 XL bestellt, bekommt man nur noch das und hat quasi keinen extra Kondensor. Man kann sich diesen XL-Kondensor auch extra dazu kaufen. Dann kostet der, glaube ich, ca. 40 Euro. Der große Unterschied ist also, dass wir bei der XL-Version hier einen so langen Kondensor mit Mundstück haben, während wir bei der normalen Version den klassischen kurzen Kondensor haben, der mit O-Rings gehalten wird. Das ist auch ein bisschen eine Besonderheit, dass dieser Kondensor hier gar nicht mit O-Rings gehalten wird, sondern der wird einfach nur in das Mundstück gesteckt und im Mundstück sind dann da die O-Rings dran. Ein klarer Unterschied ist natürlich, dass wir hier einen längeren Dampfweg haben und somit haben wir natürlich auch ein bisschen effizientere Kühlung und der Dampf ist beim Benutzen etwas angenehmer. Zusätzlich haben wir durch dieses ovale Mundstück einen angenehmeren Halt zwischen den Lippen. Beim M7 fehlt ja diese Einkerbung, die wir bei den alten Dynavaps haben, mit denen man das auch gut zwischen den Lippen halten konnte. Das fehlt hier. Dementsprechend ist es hier ein bisschen angenehmer, den Dynavap in Anführungsstrichen freihändig zu dampfen. Und eine Besonderheit bei der XL-Version ist, dass wir diesen Kondensor, der hier in das Mundstück gesteckt wird, in 7 Stufen einstellen können. Wir haben hier ganz kleine Einkerbungen, in denen dieses Ende einrasten kann. Das waren die verschiedenen Stufen und so dementsprechend kann man dann die Länge des Kondensors einstellen und das sorgt dann dafür, dass der Kondensor etwas weiter in den Tip reinragt oder etwas weiter in das Mundstück. Dadurch können wir die Frischluftzufuhr durch den AirPod etwas einstellen bzw. restriktiver machen, wenn wir den Kondensor weiter rausragen lassen oder wir stellen es mit weniger Luftwiderstand ein, wenn wir den Kondensor weiter reinstecken. Zu diesem ganzen Prinzip mit dem Kondensor habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich nur über den Kondensor des Dynavaps gesprochen habe. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Findet ihr auch hier oben in der Ecke. Durch das Einstellen des Kondensors verändert sich also nicht der Zugwiderstand des Dynavaps generell bei geschlossener AirPod, sondern das beeinflusst nur die Frischluftzufuhr durch den AirPod, wenn wir den AirPod geöffnet haben. Wenn wir den AirPod geschlossen halten, während wir den Dynavap nutzen, dann macht das keinen Unterschied, in welcher Stellung der Kondensor steht. Und die niedrigste Einstellung des Kondensors entspricht der Kondensorlänge, die auch ein normaler Dynavap ohne den XL-Kondensor hat. Also kann man sich durch das Einstellen des Kondensors nur die Frischluftzufuhr durch den AirPod weiter verringern, als es eigentlich schon ist. Man kann den Zugwiderstand aber nicht weiter öffnen durch Einstellung dieses Kondensors im Vergleich zu einem original kurzen Dynavap. Was ein bisschen blöd an diesem Kondensor ist, ist, dass wenn man ihn einmal komplett durchgeschoben hat und er durch das Mundstück durchkommt, kriegt man ihn nicht wieder zurück. Dann muss man ihn einmal hier komplett durchziehen und wieder von der anderen Seite reinstecken bis zu seiner Einstellung, die man haben möchte. So, wenn er nicht durch ist, kann man ihn aber auch entsprechend auch wieder rausziehen. Nur wenn er einmal durch ist. Sowohl die normale als auch die XL-Version passen in einen 10 mm Schliff. Die normale Version ist allerdings ein bisschen stabiler, während die XL-Version ein bisschen wackeliger drauf sitzt, funktioniert aber trotzdem einwandfrei. Als Fazit kann man sagen, dass der XL-Kondensor in meinen Augen aus dem M7 kein komplett anderes Vaporizer-Feeling machen wird. Es ist trotzdem noch ein M7 Vaporizer, aber es ist durchaus eine nützliche Erweiterung, gerade bei Leuten, die den Dynavap gerne direkt auf Lunge ziehen, weil dadurch der Dampf auch etwas kühler wird. Zwar nicht viel, aber ein bisschen.
Und durch die Einstellung des Luftwiderstands kann der Einfluss des AirPods individuell eingestellt werden, zum Beispiel so, dass man den AirPod auch gar nicht mehr schließen und öffnen muss. So vapen ja relativ viele Leute mit dem Dynavap, in denen sie ihn immer so zwischen den Fingern rollen und damit den AirPod öffnen und schließen. Und mit der richtigen Einstellung des Kondensors kann man ihn dann so konfigurieren, dass er genau seinen Wünschen entspricht und man dieses Hin- und Herrollen nicht mehr machen müsste. Das bezieht sich allerdings auf direkte Lungenzüge. Dadurch, dass ich immer in jedem Dynavap so eine Kühlspirale drin habe, ist für mich der Kühleffekt durch den längeren Kondensor jetzt eher minimal und ich würde auch eher einen kurzen Dynavap mit einer Kühlspirale nehmen, als einen langen Dynavap ohne Kühlspirale, weil die einfach einen wesentlich größeren Effekt auf die Kühlung haben als diese 1,5 cm mehr Länge des Dynavaps. Generell finde ich den XL-Kondensor aber schon recht schön. Der Dyna liegt angenehmer zwischen den Lippen durch diese ovale Form und man kann ihn auch im Mund besser festhalten, sodass man halt auch mal freihändig vapen kann. Das ist mit dem hier relativ schwierig, weil der gar keine Einkerbung mehr hat. Die alten Ms hatten ja auch immerhin noch diese Einkerbung hier, mit der das auch möglich war. Die verschiedenen Einstellungen des Kondensors sind sicher hilfreich für den einen oder anderen. Das hat aber, wie gesagt, nur Einfluss auf die Luftzufuhr durch den AirPod. Und da ich den M7 eigentlich ausschließlich mit MTL-Zügen betreibe, hat das keinen Einfluss auf mein Nutzungsverhalten, weil ich immer den AirPod komplett geschlossen halte. Ich würde generell auch eher einschätzen, dass man sich da so eine Lieblingseinstellung sucht und die dann nie wieder ändert, wenn man die einmal gefunden hat. Das ist aber auf jeden Fall ein Feature, was früher am Omni Dynavap sehr gelobt wurde, dass man diesen Zugluftwiderstand durch den AirPod individuell konfigurieren konnte. Ich mag also eigentlich beide Versionen, sowohl die kurze als auch die lange Version des Dynavaps. Der Dampf ist durch den XL-Kondensor ein bisschen kühler, aber nicht so kühl wie mit einer Kühlspirale. Die haben allerdings natürlich auch den Nachteil, dass sie mehr Oberfläche zur Verfügung steht, an der der Dampf kondensieren kann. Aber das ist ja generell auch ein Problem bei der Kühlung vom Dampf. Je mehr Kühlweg und je mehr Oberfläche zur Verfügung steht, desto besser ist die Kühleffizienz, aber desto stärker ist auch die Kondensation des Dampfes. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp, wie ihr vermeiden könnt, dass euch beim Dynavap hier unten nach längerer Nutzung zum Beispiel irgendwie die Suppe raussippt, wenn ihr ihn mal benutzt. Und zwar, wenn ihr den Dynavap gewaped habt, stellt ihn über Kopf hin. Das sorgt dann dafür, dass das warme Reclaim hier den Kondensor wieder runterläuft. Dann sammelt sich das irgendwann wieder am Tip an und beim nächsten Nutzen des Dynavaps verdampft dieser Reclaim wieder mit und ihr habt nicht nur einen größeren Hit, also eine stärkere Dampfproduktion, weil dieses Reclaim mit verdampft mit dem neuen Kraut zusammen, sondern ihr sorgt auch dafür, dass der Dynavap nicht so schnell dreckig wird und ihr nicht so schnell putzen müsst. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zwischen dem Unterschied vom M7 und dem M7 XL, haut es in die Kommentare. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.